In der dritten Maiwoche 2022 hat uns eine Sache ganz besonders beschäftigt, die Auswirkungen hat auf alle unsere Lebensbereiche, von jung, von ganz klein bis alt, von äußerlich bis tief innerlich. Und es ist das Thema Kausalität. Deswegen lautet das Wochenfazit für diese Woche 20: Kausalität begreifen. Kausalität meint einfach, dass jeder Wirkung eine Ursache vorausgeht, und es ist gut, das zu wissen und nicht einfach nur irgendwelche Symptome zu betrachten und zu beheben, vielleicht einfach eine Schmerztablette oder immer wieder eine Schmerztablette zu nehmen, sondern besser wäre, die Ursache des Schmerzes zu beseitigen. Besser wäre, die Ursache des Beziehungsproblems zu beseitigen, als mal schnell Entschuldigung zu sagen, was auch wichtig ist, aber nicht, wenn eigentlich ein tieferes Problem vorhanden ist, dann muss man eben das angehen. Insofern spielt das Erkennen dessen, dass man den Ursachen eben nachgeht, eine große Rolle auch für uns, die wir Zeitmanagement machen, weil nämlich jede Sekunde tun wir Dinge, die Auswirkungen haben. Jede Tat, jedes Wort, jeder Gedanke, ja, hat irgendwelche Auswirkungen, und es ist gut, dies ganz sorgfältig zu beachten und sich eben dementsprechend darauf einzustellen und sich davor zu bewahren, ja, falsche Dinge eben nicht zu tun. Es ist deshalb auch so wichtig, wenn was ist, wenn ein Problem da ist, auch wenn ein Erfolg da ist, zu schauen, ja, was liegt dem eigentlich zugrunde? Und ich muss gucken, ja, wo bin ich falsch abgebogen sozusagen? Was hätte ich tun können, damit ich eben nicht in diese starken Zahnschmerzen hineingekommen wäre? Ja, genau, ich hätte früher zum Zahnarzt gehen können, oder gleich beim ersten Schmerz, aber es hat vielleicht schon früher angefangen, nämlich da, wo die Plombe rausgebrochen ist, da hätte man auch schon gehen können. Und das ist das, was wir im Zeitmanagement betonen, jede Priorität B, nämlich wichtige Dinge, die werden irgendwann zur Priorität A, nämlich wichtige und dringende Dinge. Und es ist gut, hier vorzeitig darauf zu achten, dafür zu sorgen, dass man eben nicht in diese Schwierigkeiten hineingerät, dass man vor Rot bei der Ampel bremst, anstatt hier noch weiter drüber zu fahren und sich in Gefahr zu bringen. Deswegen hier das Thema Kausalität begreifen. Das ist im wirtschaftlichen oder jetzt auch als Firma oft gar nicht so einfach. Wir haben uns auch Gedanken gemacht, warum der Abverkauf jetzt in diesem Jahr, wo wir dachten, wo es in den letzten Jahren so gut lief, von unserem Compact Note, warum das einfach so, ja, irgendwie nicht zieht. Und es ist gar nicht so einfach, wirklich dahinter zu kommen, was die Ursachen sind. Und deswegen ist es richtig Arbeit, Kausalität zu begreifen, ja, und sie wirklich irgendwie dingfest zu machen. Und man muss einiges an Gedanken da reinstecken. Auch natürlich Versuche, ja, mache ich so, ändert sich was, mache ich es anders. Aber es ist richtig Arbeit. Und die andere Frage ist, worauf kann ich mich denn verlassen, auf welche Daten? Deswegen werden natürlich so viel Daten gesammelt, man nennt es Datenkraken im Grunde genommen, ja, Daten von also von Verkaufsdaten, was hat der gekauft, was mag er nicht, welchen Pulsschlag hat er, insofern, also auf was reagiert er eigentlich emotional positiv und auf was nicht. Und insofern kommt es enorm darauf an, hier sorgsam sich zu kümmern um eine gute Datenbasis. Und worauf kann ich mich wirklich verlassen in meinem Leben? Und
das ist auch unser Ansatz als Zeitmanagement-Spezialist, dass wir eben sagen, uns geht es nicht nur eben um den Moment, sondern wir wollen eine Datenbasis haben und auch Ratschläge haben, die auch auf längere Zeit wirksam sind und über den Tod hinaus wirksam sind. Ja, wir wollen nicht hier irgendwie kurzfristigen Erfolg vermitteln. Das ist nämlich das Fatale vielleicht jetzt bei der Kausalität, dass man sagt, ja, jetzt habe ich das gemacht und jetzt fühle ich mich toll. Ja, jetzt habe ich gekifft und jetzt fühle ich mich toll. Ja, aber man bedenkt gar nicht, was letztlich dabei an Schaden für den Körper raus und vor allen Dingen auch für die Seele rauskommt. Und deswegen muss man immer größere Zeiträume anschauen. Deswegen ist uns auch Reflexion, Quartalsreflexion, Jahresreflexion so wichtig, denn erst am Ende, das Ende zählt und nicht der Moment, nicht das Momentan, nicht der momentane Erfolg, ja, tschakka, jetzt habe ich irgendwas geschafft, sondern das Ende zählt. Und deshalb möchte ich auch enden, dieses wichtige Kausalitätsthema mit einem Psalm, mit dem ersten Psalm aus der Bibel, der uns Folgendes vor Augen führt, wie wir wirklich glückselig werden. Nämlich glückselig der Mensch, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und nicht steht auf dem Weg der Sünder und nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Da ist auch die Zeit drinnen. Und er wird sein wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gelingt. Ja, in diesem Sinne, das ist WeekView, dass wir weiterschauen als nur auf den kurzfristigen Erfolg, sondern wir möchten, dass du und dass ihr und dass wir wirklich langfristig und ewig glücklich sind. In diesem Sinne, alles Gute euch und einen gesegneten Sonntag, euer Nikolaus Obersteiner.